Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es dauert nicht mehr lange, meine lieben Freunde, und dann dürfen wir zum allerersten Mal ein Gold-Event in Kombination mit dem aktuellen Expeditions-Event erleben. Ja, was das bedeuten wird, das werden wir uns definitiv morgen mal anschauen, denn in der Vergangenheit ist es ja so gewesen, das Expeditions-Event kam. Es war aus der Ansicht von Playa Games zu viel, wurde genervt, es kam Feedback von der Community, dass es wieder auf den alten Stand zurückgekehrt wird und es kam quasi stärker wieder zurück denn je. Und momentan haben wir halt wirklich einen sehr hohen Boost an Goldeinkommen im Vergleich zu dem normalen Alu-Geklicke, was wir sonst haben. Wenn wir hier über die Einstellung auf Abenteuer statt XP klicken, haben wir jetzt festgestellt, dass es durch das Expeditionsevent deutlich mehr Gold gibt, und das ist auf jeden Fall extrem. Ich hatte schon starke Schwankungen gehabt, also es gibt auch sehr heftige Schwankungen beim Expeditionsevent, aber es ist egal, ob ihr eine Schwankung in die gute Richtung habt, sodass ihr quasi überproportional viel Gold bekommt, oder ob ihr mal einen schlechten Tag habt und unterdurchschnittlich performt, was das Expeditionsevent goldtechnisch angeht. Es ist egal, denn selbst der schlechteste Durchschnitt an Gold ist trotzdem immer noch mehr Gold, als wenn ihr normal Abenteuerlust klicken würdet, und demzufolge sind wir auf jeden Fall auf einer extrem hohen Welle an Goldeinkommen, was wir momentan gerade haben. Und ich hatte vor 2 Tagen einen perfekten Run gehabt. Hatte zwischen 3,1 und 3,2 Milliarden Gold gehabt. Habe in jeder Quest 2 Truhen gefunden, und das ist wirklich so denn das Maximale, und 3,2 Milliarden Gold alleine nur durch die Expedition. Da zählen keine verkauften Gegenstände oder irgendwas anderes da rein, sondern nur die Expedition. Und jetzt ab morgen ist es dann halt eben auch der Fall, dass wir jetzt zusätzlich noch Gold-Event haben. Und da bin ich wirklich mehr als gespannt drauf, wie sich das Ganze auswirken wird auf die Expedition. Ich kann es wirklich kaum glauben. Und da wollte ich sehr gerne euch auch noch mal fragen und euch mit einbinden, was ihr dazu sagt. Und zwar wollte ich das jetzt noch kurz vor dem Gold-Event machen, denn das Gold-Event, klar, das wird wahrscheinlich noch mal alle Grenzen sprengen. Aber jetzt so unter der Woche, das normale Einkommen an Gold, wie findet ihr das? Findet ihr das Gold aus der Expedition, ist es momentan so, wie es ist, angemessen, oder findet ihr es eventuell auch zu viel? Denn wie gesagt, wir haben viel Feedback von der Community gekommen, dass halt eben der Nerf, was Playa Games halt eben mit dem Expeditionsevent gemacht hat, zu hart war und dass sie das alte Expeditionsevent wieder haben wollen. Und das ist jetzt momentan gerade der Stand der Dinge. Und ich hatte jetzt hier vor kurzem eine Umfrage gestartet. Falls ihr da sehr gerne mitmachen wollt, dann geht einfach auf meinen YouTube-Kanal, auf den Tab Community, und hier findet ihr dann die Umfragen. Wir aktualisieren das Ganze mal. So, die Umfrage haben wir gemacht vor einer halben Stunde, und momentan sind hier 50 Stimmen jetzt gerade am Start, die jetzt sagen, okay, es ist angemessen, so wie es ist. Klar, ich beschwere mich natürlich auch nicht darüber, dass es jetzt zu viel Gold ist, aber es gibt auch ein paar Stimmen, die sagen, es ist zu viel. Wir gucken hier morgen definitiv nochmal rein, wie sich die Meinungen dann so relativiert haben, aber es gibt halt eben auch einen bestimmten Prozentsatz, der dann halt auch sagt, es ist vielleicht zu viel, so wie es ist, aber eben der Großteil der Community ist halt eben auch happy darüber, dass es überhaupt so viel Gold gibt. Ne? Also wer freut sich denn nicht über noch mehr Gold? Ne? Das wäre ja, weiß ich nicht, so, als wenn man sagen würde, ey, ich schenke dir jetzt hier irgendwie 1 Milliarde Gold, willst du sie haben oder nicht? Nö, ich lehne ab. Das wird ja jetzt auch keiner machen so. Ne? Deswegen kann ich das auf jeden Fall, die Entscheidung der Community dahingehend nachvollziehen, dass sie das so haben wollen, wie es jetzt gerade ist und wie es auch damals gewesen ist vor dem Nerf. Ne? Ich muss auch sagen, so wie der Nerf kam, fand ich es auch ein bisschen zu hart, muss ich sagen. Wenn man davon irgendwie die Hälfte abziehen würde, von dem Nerf zu dem damaligen Zeitpunkt, dann ist das immer noch so ein Zwischenstand, worauf man sich einigen könnte. So, ne? Aber jetzt ist es halt eben so, wie es ist. Und jetzt kann man so im Schnitt sagen, dass wir so zwischen, ja, wenn es mal wirklich ganz schlecht läuft, sagen wir mal so 2,5 Milliarden Gold
alleine durch das Expeditionsevent kriegt ihr dann pro Tag, wenn es wirklich absolut beschissen läuft, ja. Aber ihr könnt halt eben auch bis zu 3,2 Milliarden oder so halt eben an Gold gewinnen und irgendwo dazwischen ist dann immer euer Schnitt. Ich sag mal so zwischen, ja, ich sag mal 2,7, 2,8 Milliarden pro Tag ist vielleicht so der Durchschnitt, den ihr bekommt, wenn ihr eben schon über Stufe 632 seid. Das ist das Ding, wo ich halt immer jetzt momentan gerade von rede, ne? Genau, weil man ab da an das eben sehr gut ausmachen kann, weil dort eben alles gemaxt ist und für jeden Spieler gleich ab dem Level. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal rein, was wir heute, wie wir heute hier Glück haben. Es ist mir auf jeden Fall jeden Tag aufs Neue ein Fest, sag ich mal, das Expeditionsevent zu spielen, weil du immer wieder neu damit rechnen musst, dass das heute entweder sehr gut für dich läuft oder etwas schlechter für dich läuft. Aber es ist ja egal, ob es schlecht für dich läuft, denn am Ende des Tages kriegst du ja trotzdem mehr, als wenn du normal Abenteuerlust klicken würdest. Und es macht halt eben auch noch Spaß, weil es halt auch relativ schnell geht. Die Alu ist relativ schnell erledigt. Und ich muss sagen, selbst wenn man mal im Urlaub oder so ist, dann kann man das sehr easy hier runterzocken, ohne großartig einen Zeitaufwand hier nebenbei haben zu müssen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel in dem ersten Run jetzt hier sehr gut abgeschnitten. Ja, Denkt bitte dabei, dass ich immer halt eben alles andere außer Acht lasse, wenn ich auf Gold gehe. Das heißt, ich hätte hier auch easy natürlich das Einhorn vervollständigen können, habe mich jetzt aber halt eben bewusst dagegen entschieden, um halt eben die 2 Kisten einzusammeln, um halt eben alleine durch diese Etagen jetzt hier 260 Millionen Gold zu machen. Plus, dann kommt halt eben jetzt noch die Abschlussquest hier oben drauf. Und dann sind wir hier immer so bei, sagen wir mal einer knappen Milliarde. Das Ding ist halt, wir hatten jetzt in der Zwischenquest, deswegen haben wir jetzt hier ein bisschen weniger Gold gemacht. In der Zwischenquest konnte man sich ja auswählen zwischen Holz, Steine, glaube ich, und Sanduhren. Dort besteht auch die Möglichkeit, Gold zu bekommen. Dann hätten wir dort, glaube ich, auch nochmal 60 Millionen oder so bekommen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, so 60 hätten wir dann bekommen. Und dann, wenn ihr halt eben 2 Kisten findet, plus halt eben bei der Hälfte, bei der Lichtung quasi, da euch eine von den 3 Sachen auswählen könnt, Gold habt, dann seid ihr immer so für 100 Alu bei circa 1 Milliarde Gold. Ja. Und so setze ich das halt eben zusammen. Wir spielen hier 3-mal volle 100 Alu durch, dann sind wir circa bei knapp 3 Milliarden und dann kommt halt eben noch das 11. Bier obendrauf, die 20 Alu, und so landet man halt dann eben knapp vor 3,2 Milliarden Gold circa. So. Ne? Aber wir machen mal weiter, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wie gesagt, ich bin schon happy, dass wir hier überhaupt 2 Kisten in einem Run gefunden haben. Das ist schon sehr, sehr gut. Allerdings haben wir bei dieser Zwischenebene leider kein Gold bekommen. Mal gucken, wie es hier aussieht. Ja, 65,6 Millionen sind uns eben gerade durch die Lappen gegangen. Also wie gesagt, das ist eine knappe Milliarde, die wir hier pro 100 Alu rausziehen können. Und das ist halt eben schon sehr, sehr heftig, muss ich mal so sagen. So, die Quest ist vervollständigt. Mal gucken. Wir haben wahrscheinlich nicht mehr das Glück, dass wir nochmal jetzt einen Schlüssel... Oh, okay. Jetzt haben wir nochmal die Chance, den Schlüssel hier zu nehmen und in der letzten Ebene die Kiste zu bekommen. Wir können auch natürlich easy auf die 40 Punkte gehen, aber wir riskieren jetzt einfach mal und gucken, ob wir eine Kiste bekommen. Ja, oh mein Gott. Bis dato ein fast perfekter Run, was Gold angeht. Einmal haben wir auf 65 Millionen Gold verzichtet, weil wir halt die Auswahlmöglichkeit nicht hatten. Aber auch hier verzichten wir jetzt wieder auf den 3. Stern und kassieren dafür nochmal die 131,2 Millionen Gold ein. Und das ist sehr schön. Bisher wirklich nur einen perfekten Run gehabt offline, ohne irgendwie das aufzunehmen. Aber es läuft momentan gerade sehr gut. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Ich drücke mir selbst die Daumen. Okay, wir haben wieder direkt den ersten Schlüssel. Das ist nicht verkehrt. Wenn wir jetzt in den ersten 5 Etagen noch die erste Tür öffnen können, wäre das auf jeden Fall perfekt. Wir nehmen das mal mit
Okay, schade. Das haben wir jetzt nicht bekommen. Dafür haben wir jetzt einmal die Quest hier erledigt. Okay, ist weniger wichtig. Jetzt wird's knapp werden. Jetzt müssen wir direkt eine Truhe. Schade, keine Truhe. Jetzt eine Truhe. Okay, jetzt haben wir immer noch die Chance, einen Schlüssel und die Truhe zu finden. Nehmen das Ganze hier wieder mit. Zack. Und ja, jetzt ist es fast unmöglich. Also jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt müssen wir einen Schlüssel kriegen. Okay. Wieder ein Schlüssel. Also ganz davon ab, ob ich jetzt eine Kiste bekomme oder nicht. Es ist bis dato einer der etwas besseren Runs auf jeden Fall, denn wir haben schon 2 Runs mit 2 Kisten vervollständigt. Jetzt haben wir nochmal eine Kiste und jetzt das Potenzial vielleicht noch... Ja, schade. Das wäre es jetzt gewesen. Wir haben es riskiert. Ja, es sollte nicht sein. Aber es ist okay. Also wir sind auf jeden Fall, würde ich mal sagen, ein bisschen überdurchschnittlich hier am Start. So, jetzt haben wir noch die letzten Alu. Also wir haben einmal auf eine Kiste verzichtet. Ja, dann wären wir hier so bei 2,8. Ja, sagen wir mal roundabout bei 2,9. Dann haben wir einmal auf 65, dann sind ja 2,95, wären wir jetzt so im besten Falle. Also sagen wir mal hochgerundet, ne, würden wir halt hier so bei 3 Milliarden sein. Jetzt gucken wir mal, was wir jetzt noch zum Schluss hier bekommen, ob wir hier nochmal 2 Kisten kriegen oder nicht. Das beläuft sich natürlich jetzt ein bisschen niedriger, weil wir jetzt natürlich nicht so viel Alu aufs Spiel setzen. Demzufolge kriegen wir natürlich aus den Kisten hier jetzt auch nicht so viel Gold, ist natürlich klar. Und hier haben wir leider auch kein Gold bekommen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was jetzt auf der letzten, bei den letzten 100 Alu waren. Ob wir da die Gold hatten oder nicht, das habe ich jetzt gar nicht ganz genau gesehen. So, aber hier haben wir wieder einen Schlüssel und eine Kiste. Sehr schön, haben wir hier auch zweimal. So, jetzt vielleicht noch einmal die Quest zumindest. Okay, ja, haben wir das. So, okay, aber leider auch nicht die 30 voll gemacht. Ein Stern. Und ja, sind am Ende des Tages, ich würde sagen, ein bisschen über den Durchschnitt gelandet. Also wir haben jetzt hier knapp 3 Milliarden Gold gemacht. Es geht besser, aber wir sind schon sehr nah dran an dem, was man hier rausholen kann aus den Expeditionen. Und dahingehend würde ich sagen, bin ich für den heutigen Tag mehr als zufrieden. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was wir morgen erreichen können mit dem Gold-Event. Und ja, wie sieht es bei euch aus? Was sagt ihr dazu zum Expeditionsevent? Ich bin nur noch das am Spielen, denn Gold ist auf jeden Fall das Wichtigste, wenn man auf Stat-Punkte Wert legt, anstatt auf Level. Und deswegen, ja, alleine auch durch die Zeitersparnis und durch den Spaßfaktor für mich tatsächlich jetzt so nicht mehr wegzudenken. Ja. Gut, das soll es aber für das heutige Video soweit gewesen sein. Wir werden gucken, wie es morgen läuft mit dem Gold-Event. Werde ich euch natürlich auch drüber berichten. Hoffentlich haben wir Glück und hitten zum Gold-Event den perfekten Run. Das wäre natürlich sehr geil. Ansonsten, ja, machen wir so oder unser Gold, ne? Das ist ja ganz klar. Alles klar. Leute, das war's soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Haut rein und bis zum nächsten Mal.